Wenn es uns Christen gut geht, dann besteht oft die Gefahr, dass wir vergessen, dass wir hier auf dieser Erde nicht zu Hause sind. Dass wir es uns hier zu bequem einrichten auf dieser Welt. Wir vergessen, dass wir unterwegs sind zu unserer wahren Heimat, unterwegs zum Himmel. Nun, das Thema Himmel hört man relativ selten von den Kanzeln in unseren Kirchen und Gemeinden. Unter anderem liegt es daran, dass wir es gut haben, dass wir im Wohlstand leben und es uns hier bequem eingerichtet haben. Es liegt auch mit der Theologie zusammen, natürlich, auch mit der liberalen, bibelkritischen Theologie, die oft die Bibel ausklammert. Es war anders während des Krieges und es war anders kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Thema Himmel klang damals von den Kanzeln und wurde oft verkündigt. Es war auch anders in der Christenverfolgung in der ehemaligen Sowjetunion, wo ich aufgewachsen bin. Verfolgte Christen sehnen sich nach dem Himmel. Sie wissen, sie sind hier nicht zu Hause. Hier ist nicht ihre Heimat und sie wollen nach Hause, in den Himmel. Deswegen war das Thema Himmel dort oft prominent in den Gemeinden unter den Predigern und Pastoren. Nun, die Bibel redet viel über den Himmel. Und sie liefert uns auch erstaunliche Informationen über diesen Ort. Sie berichtet uns natürlich über den Weg in den Himmel, wie wir dort ankommen können. Sie erzählt uns auch über die Evakuierung der Christen der Endzeit in den Himmel, ein faszinierendes Thema. Paulus war so begeistert und fasziniert vom Himmel. Und er erzählt uns auch immer wieder, mindestens zweimal, über die bevorstehende Evakuierung der Christen der Endzeit in den Himmel. Diese Evakuierung nennen wir auch Entrückung oder Himmelfahrt der Gemeinde. Er berichtet darüber im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und er berichtet darüber im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, sehr ausführlich. Nun, diese detaillierte Schilderung dieser Evakuierung der Christen in den Himmel kann man auch das Drehbuch unserer Hoffnung nennen. Schritt für Schritt erzählt Paulus uns, wie diese Evakuierung ablaufen wird und was sie auf sich hat, wer entrückt wird und wie das geschehen wird. Nun, wir wollen uns mit diesem Thema ausführlich beschäftigen. Am 21. Oktober um 19 Uhr treffen wir uns in dem Maritim Hotel Köln zu einem Themenabend, Perspektive Himmel. Und das wird der erste Teil dieses Abends sein, das erste Thema, das ich dort behandeln werde. Und ich lade dazu ganz, ganz herzlich ein. Kommt dazu. Die Beschreibung beziehungsweise die Möglichkeit, ein Ticket zu reservieren, das nichts kostet und doch muss man sich einen Platz reservieren, ist unter dem Video angebracht. Meldet euch gerne an und seid dabei. Ich werde mich freuen, euch dort zu sehen und mit euch zusammen Gemeinschaft zu haben. Am 21. Oktober um 19 Uhr im Maritim Hotel zum Thema Perspektive Himmel.